Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Nach über einem Jahr und dem One UI 5.1 Update bin ich bereit für das Langzeit-Review des Galaxy Tab S8 Plus, also der goldenen Mitte der S8-Reihe. Und wie es gealtert ist, welche zwei Hauptkritikpunkte ich habe, erfahrt ihr gleich. Aber zuvor noch die Message, dass dieses Video komplett mit dem Galaxy S23 Ultra aufgenommen wird. Und jetzt, let's go! Beginnen wir mit den verwendeten Materialien und der Verarbeitung. Samsung verwendet ein Armor Aluminum Unibody und Gorilla Glass 5 auf der Front. Die Verarbeitung ist im Preis entsprechend hochwertig und präzise. So knarzt nichts, die Knöpfe sitzen fest und Spaltmaße sind klein und gleichmäßig. Wenn man das S8 Plus in Händen hält, weiß man, dass es ein Premium-Tablet ist. Wie in der Einleitung gesagt, ist nun über ein Jahr vergangen. Schauen wir mal, ob es Gebrauchsspuren gibt. Auf dem Display habe ich genau diesen einen kleinen Kratzer entdeckt. Und im Gegensatz zu meinen Smartphones habe ich bei meinem Tablet keinen einzigen Tag ohne Case verbracht. Das heißt, die Rückseite muss einfach wie neu aussehen. Die Spannung steigt und tatsächlich, ich sehe keinerlei Kratzer. Das auf dem schwarzen Streifen ist nur Schmutz, der bei Abnehmen und Anbringen des S Pen entstanden ist. Das S8 Plus misst 185 mm in der Höhe, 285 mm in der Breite und ist 5,7 mm dünn. Allein von den Abmessungen her und der Orientierung des Tablets wird man es zu 95% horizontal nutzen, egal ob in der Hand oder irgendwo abgestellt. Und lange in der Hand halten wird aufgrund des Gewichtes sowieso schwer, denn es wiegt 567 Gramm plus eventuell ein Case, wie in meinem Fall. Aktuell kriegt man die Wi-Fi-Variante mit 256 GB zu einem Preis von 999 €. Da ist der geniale S Pen schon mit drinnen, danke Samsung. Das 12,4 Zoll große Super AMOLED Display kommt mit einer Auflösung von 2800 x 1752 und besitzt eine Wiederholrate von 120 Hz für flüssige Darstellung. Die Farben und Kontraste sind sehr schön. Allein wegen dem schönen AMOLED-Bildschirm habe ich mich für das Plus und gegen das normale 11 Zoll kleine S8 entschieden, denn das normale S8 besitzt nur einen LCD-Bildschirm. Aber die maximale Helligkeit lässt leider ein wenig zu wünschen übrig. Ich habe keine offizielle Angabe von Samsung gefunden. Und im Internet kursieren Angaben von 500 bis 600 Nits maximale Helligkeit. Spielt ja auch keine Rolle, ob jetzt 500 oder 600. Das Display wird nicht hell genug. Das fällt vor allem bei Videos oder Filmen mit dunklen Szenen auf. Ungelogen, ihr seht dort einfach nichts und versucht verzweifelt die Helligkeit hochzudrehen. Aber es geht nicht. Die maximale Helligkeit ist mein größter Kritikpunkt des Tab S8 Plus. Beim Surfen im Web, Zeichnen oder Bearbeiten von PDFs reicht die Helligkeit aber völlig aus. Die eben erwähnten Nutzungszwecke oder Videotelefonie erledigt man generell im horizontalen Modus. Das ist der Kameraplatzierung und dem Seitenverhältnis geschuldet. Vieles macht auch im horizontalen Modus Spaß, aber es gibt einige Apps, die nicht für große Bildschirme optimiert sind und einfach grauenhaft aussehen. Diese Apps wie Twitter oder Instagram nutzt man am besten im vertikalen Modus. Das ist zwar nicht optimal und löst nicht die Ursache der nicht optimierten Apps, doch ist es besser als im horizontalen Modus. Allerdings hält man das nicht lange durch und es fühlt sich auch irgendwie ungewöhnlich und falsch an. In vertikaler Position in Händen ist es extrem kopflastig und würde sofort nach vorne wegkippen, wenn ich es zulassen würde. Im bzw. unter dem Display ist auch ein optischer Fingerprint-Sensor untergebracht, der seine Arbeit ohne Probleme erledigt. Ab und an ist zwar ein zweiter Versuch vonnöten, aber es hält sich wirklich in Grenzen und ist mir nie auf die Nerven gegangen. Das beste Zubehör des Galaxy Tab S8 Plus ist natürlich der S Pen. Er kann an zwei Stellen magnetisch festgemacht werden, nämlich einmal auf dem schwarzen Streifen auf der Rückseite, wo er auch aufgeladen wird, und einmal auf der Oberseite, also über der Frontkamera. Die Größe und das Gewicht ist einfach perfekt und er liegt angenehm in der Hand. Dazu ist er immer griffbereit, aufgeladen und einsatzbereit. Die Latenzzeit ist so gering, dass man denkt, man zeichnet mit einem echten Stift. Das Gefühl eines echten Stiftes habe ich allerdings nicht. Soweit ist es noch nicht. Das zweitbeste Zubehör ist das Bookcover Keyboard. Das war meine beste Entscheidung. Es verwandelt meinen Tab S8 Plus in ein Surface Pro und hilft sehr im Alltag. Es bietet rundum Schutz, hat ein Keyboard mit Touchpad, einen Kickstand und schützt auch den S Pen. Mehr geht nicht. Die Rückseite unter dem Kickstand hier fühlt sich sowas von gut an, dass ich es gerne mal in die Hand nehme und halte. Allerdings kommt es mir nach einem Jahr so vor, als wäre das Scharnier des Kickstands nicht mehr so stabil. Dennoch hält es problemlos, nur eben knickt es bei weniger Kraftaufwand als vorher.
Kommen wir zur Software, die Samsung alleine auf Vordermann bringen musste, da Google sich Zeit gelassen hat mit der Optimierung von Android und Apps für große Bildschirme. Der Splitscreen-Modus, Multi-Window und DeX heben die Produktivität auf ein neues Niveau. Dabei ist der DeX-Modus einem Desktop-PC sehr ähnlich und die Apps verhalten sich wie einzelne Fenster, die in ihrer Größe verändert werden können. 2 Videoclips parallel abspielen funktioniert ab Werk nicht, aber es gibt natürlich eine Lösung und diese nennt sich Sound Assistant vom Goodlock-Modul. Mit dieser Funktion kann man 2 Filme oder Videos zur selben Zeit abspielen, genau wie auf dem PC. Generell ist dank der Goodlock-Module vieles mehr einstellbar. Außerdem kann man das Tab S8 Plus als Zweitscreen verwenden, wenn man ein Wireless Display, also WD, fähigen Windows 10 oder 11 PC hat. Bildbearbeitung kann mit der mitgelieferten App Clip Studio Paint erfolgen. Für Videoschnitt gibt es LumaFusion, das zurzeit sogar 30% rabattiert zu haben ist. Als Software läuft Android 13 mit One UI 5.1 und das ist wirklich die beste Software. Samsung macht sehr viel richtig mit seiner Software, nur die nicht für Tablets bzw. Foldables optimierten Apps nerven. Grüße gehen natürlich raus an Twitter und Instagram, aber das ist ja schon ein länger bekanntes Problem. Google muss endlich eingreifen und die App-Entwickler zwingen, ihre Apps anzupassen, denn die App-Qualität hinkt aktuell hinterher. Der im 4-Nanometer-Verfahren hergestellte Snapdragon 8 Gen 1 tut seine Arbeit ohne Mühe und Not. Im Vergleich zum Vorgänger Tab S7 Plus liefert er eine 52% schnellere GPU und eine 24% schnellere CPU und das merkt man auch. Das System läuft butterweich und erledigt alle Aufgaben ohne Verzögerung. Das One UI 5.1 Update hat noch einen draufgesetzt und alles läuft nochmal weicher und flüssiger. Das gilt aber nicht für alle Apps. Twitter beispielsweise ruckelt ein wenig, aber das ist die Schuld der fehlenden Optimierung seitens Twitter. Mit an Bord ist 8 GB Arbeits- und 128 GB interne Speicher, der per MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Außerdem gibt es Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 sowie USB 3.2 Gen 1. Alles in allem eine sehr starke Hardware, die auch für die kommenden Jahre gewappnet ist, denn im vergangenen Jahr hat die Performance nicht abgenommen. All die Leistung will auch angetrieben werden, dafür steht ein 10.090 mAh großer Akku zur Verfügung. Ich hatte niemals ein Problem mit der Akkulaufzeit, 8 bis 10 Stunden Screen-on-Time sind kein Problem. Und wenn der Akku mal leer sein sollte, kann mit passendem Netzteil mit 45 Watt schnell geladen werden. Eine weitere nützliche Funktion ist, dass das Galaxy Tab S8 Plus als Powerbank genutzt werden kann. Samsung-Smartphones können per USB Typ C auf C-Kabel mit bis zu 15 Watt geladen werden. Das finde ich klasse. Zum Sound werde ich nicht viel sagen, denn er ist hervorragend. Die 4 Lautsprecher sorgen für ein richtig gutes Hörerlebnis. Aber über die Vibrationen bzw. über den Vibrationsmotor werde ich ablästern. Er ist grottenschlecht. Lieber hätte ich keinen Vibrationsmotor verbaut, als diese miese Vibration spüren zu müssen. Er ist wirklich so schlecht, glaubt mir. Und das fällt schon bei jedem Einschalten des Tablets auf. Der Vibrationsmotor ist mein zweiter Kritikpunkt am S8 Plus. Zu der 13 Megapixel und 6 Megapixel Kamera auf der Rückseite werde ich ebenso nicht viel sagen. Sie reichen vollkommen aus, um Dokumente zu fotografieren und zu digitalisieren. Oder aber für Fotos im Notfall. Es sind Videos mit bis zu 4K 30 FPS möglich. Die 12 Megapixel Frontkamera liefert gute Ergebnisse für Videocalls und tut somit seine Sache. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Mein Fazit ist wirklich durchaus positiv. Ich habe nur diese 2 Hauptkritikpunkte, Vibration und die maximale Helligkeit. Wenn Samsung das mit der S9-Reihe in den Griff kriegt, bin ich absolut zufrieden. Ich finde dieses Gerät hier wirklich, also die Mitte, das S8 Plus, als bestes Android-Tablet überhaupt. Preis-Leistung stimmt, die Straßenpreise liegen jetzt darunter. Und wie gesagt, es ist auch gut gealtert und ich denke, für die Zukunft ist selbst das S8 Plus sehr, sehr gut gewappnet. Von daher kann ich euch dieses Tablet nur empfehlen, falls euch diese 2 genannten Kritikpunkte nicht stören. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, macht es gut und ciao.